Ich weiß nicht, ob du jemals von einer Palmblattlesung gehört hast. Ich habe schon mal gehört von einer Freundin, dass es sowas gibt und sie hat eine machen lassen und ich dachte mir so cool, aber das war für mich so zu dem Zeitpunkt sehr unseriös, weil da dürfte es anscheinend irgendwelche Leute gegeben haben, 5000 vor Christus, die in einem so erweiterten Bewusstseinszustand waren, dass sie eben Palmblätter geschrieben haben über die Menschen im heutigen Zeitraum, dass ihr ganzes Leben dokumentiert wurde und dass man, dass man sozusagen ja das ganze Leben dokumentiert hat in diesen Palmblättern, 5000 vor Christus. Und als ich diese Geschichte gehört habe, fand ich das zutiefst unseriös, dass man sowas behaupten kann. Ja. Weil zu dem Zeitpunkt war ich noch sehr, sehr verstrickt in meinen eigenen Glaubenssätzen, wie etwas zu sein hat. Ja. Habe aber durch meine Offenheit mir einfach das bestellt bei ihm, so einen Typen, der da immer nach Indien reist. Der hat sich dann ein Jahr lang nicht gemeldet. Dann habe ich dann wieder angeschrieben und habe es auch normal bezahlt, ganz normal. Ich glaube, so 300 € oder so hat das gekostet. Und dann habe ich ihn angeschrieben, er hat gesagt, er hat es vergessen, in Indien meinen Fall zu bearbeiten oder mein Palmblatt zu suchen. Und dann habe ich gesagt, ja, er hat gemeint, er fährt in ein paar Wochen wieder hin und wird dann das nochmal versuchen. Ja, und dann hat er sich wieder nicht gemeldet, ein Jahr, ich habe ihn angeschrieben und er hat auch nicht mehr zurückgeschrieben. Und ich dachte mir so, das Thema mit den Palmblättern ist hochgradig unseriös, ja, weil das ist nur Geldmacherei, aber passt ja auch nicht zusammen. Bis ich neulich etwas erlebt habe, was mich von den Socken gehauen hat. Und die Story musst du dir hören, das wirst du nicht glauben, ja. In jedem Fall war ich dann mit meiner besten Freundin essen und wir sitzen so am Tisch und sie so, ja, es gibt eine Firma, die Online-Palmblattlesungen anbietet. Ja, und diesen Geschäftsführer hat sie kennengelernt bei einer Messe und der war ganz sympathisch. Ja. Und ich dachte mir so, ja, Palmblätter, das kannst du vergessen, da wurde ich eh schon betrogen und da buche ich nichts mehr und ich glaube eh nicht dran. Ja. Und dann hat sie mir einfach den Link geschickt und ich dachte mir so, naja, kann man ja mal probieren. Ich habe drauf geklickt und habe dann doch ganz zufällig mit Intuition entschieden, das dort dann einfach nochmal anzufordern. Ja. Und ich habe das gemacht, habe dort eine Anfrage gestellt und dann hat der Geschäftsführer von dieser Firma mir zurückgeschrieben, dass er wusste nicht, wer ich bin und gar nichts, einfach, er würde mir gern eine Palmblattlesung schenken. Ja. Weil ich habe einfach nur mit meinem Namen gemeldet, ja. Und dachte mir so, okay, crazy, ne? Ich habe bezahlt dafür bei wen anderen und buche es bei der Firma und die wollen mir das einfach schenken. Und das fand ich einfach wow. Okay, es gibt so ein Karma, ne? Und ich dachte mir so, okay, kann man mal machen. Wenn ich es geschenkt bekomme, erst recht super, weil ich wollte dann einfach nur schreiben, dass ich das schon mal irgendwo gebucht habe und dass ich das unseriös fand, weil es nie geliefert wurde und ob die auch so sind, ja. Und er hat gesagt, nein, wir sind nicht so, wir schenken dir das einfach und dann lass dich überraschen, was passiert. Ähm, Dann habe ich gewartet und dann musste ich so einen Fingerabdruck abgeben, weil die identifizieren dein Palmblatt mit dem Fingerabdruck. Da gibt es verschiedene Bündel und mit dem Fingerabdruck können die dann das kategorisieren zu einem gewissen Bündelpaket. Ja. Und dann habe ich einen Zoom-Termin-Link bekommen, wo ich mich dann angemeldet habe. Und das war sehr, sehr crazy. Ja. Es waren zwei Inder direkt im Palmblatthaus, also in dieser Bibliothek. Der eine spricht das Sanskrit und der andere übersetzt das, was der im Palmblatt liest, auf Indisch-Englisch, also schwer verständliches Englisch. Und dann gibt es noch von dieser Firma eine eigene Übersetzerin, die dann das Indisch-Englische übersetzt auf Deutsch. Ja. Und ich habe mir so, okay, krass, eigentlich sehr aufwendig, ne? Also Zoom-Verbindung mit Indien, ja, und dann halt noch Übersetzer und alles Mögliche. Das war sehr, sehr kompetent. Die Mitarbeiterin von der Firma hat mich sehr, sehr gut eingeführt, hat mir erklärt, dass ich nicht sagen soll, meinen Namen nicht erwähnen oder sonst irgendwas erwähnen. Ich soll nur mit Ja oder Nein antworten, weil die erste halbe Stunde ging nur darum, dass man mal in dieser Bibliothek mein Palmblatt findet.
Die stellen einfach Fragen und ich soll mit Ja, Nein antworten, dass die diese Palmblätter eingrenzen können und dann haben die sozusagen ihre 10 gefiltertsten Palmblätter und dann gehen die mit mir so durch und die lesen dann vor, ob ich das bin. Ja? Und wenn alles auf mich zutrifft, dann wissen die, das ist mein Palmblatt und dann gibt es so ein Bündel dazu und dann gehen die mit mir das durch. Und ich dachte mir so, okay, das wird sehr, sehr spannend, weil ähm, die filtern das irgendwie raus. Aber dann kam das Verrückte. Die haben da sozusagen das eingegrenzt, das hat genau eine halbe Stunde gedauert und dann irgendwann vor der Kamera stand dann der Inder und hat dann gefragt, ja, ob das mein Palmblatt ist. Und er hat gefragt, bist du Marco? Heißt du Marco? Wurdest du an den Tag, an den Ort geboren? Heißt dein Sohn so? Heißt deine Mutter so? Heißt dein Vater so? Heißt dein Zwillingsbruder so? Heißt dein kleiner Bruder so? Und heißt deine Schwester so? Heißt deine Ex-Frau so? Und heißt deine aktuelle Freundin so? Hat deine aktuelle Freundin 2 Kinder, die so und so heißen? Hat dein Bruder eine kleine Tochter, die so heißt und bekommt seine Freundin jetzt eine zweite Tochter, die so heißen wird. Ja? Ähm, und da hat alles gestimmt, also die Namen, die Daten, das war nicht normal. Ja? Ähm, und ich so, ja, 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 ja. Und dann, während ich das gemacht habe, das war so ein Moment, also wo man so ein Palmblatt findet, wo einfach dein Weltbild zusammenbricht. Und bei mir war das definitiv so, mein Weltbild ist in diesem Moment zusammengebrochen, dass dieser Inder das in die Kamera hält und sagt, bist du das? Und dann geht der einfach meine Namen durch, die Namen meines Kindes und so weiter und ähm, ähm, meine Ex-Frau und das ist alles nicht öffentlich irgendwo und auch, dass mein Bruder mir ein paar Tage vorher gesagt hat, dass er jetzt eine zweite Tochter bekommt, dass seine Freundin schwanger ist, das wusste nur ich und meine Mutter. Ja, das steht nirgends in der Öffentlichkeit und dann sagen die, dass er jetzt eine zweite Tochter bekommt und die so heißen wird. Und er hat mir einen Namen genannt, wie sie heißen wird. Und das passt einfach. Und dann dachte ich mir so, wow, das ist crazy. Ja? Da hat sich schnell mein Glaubenssatz zu erweitertem Bewusstsein und ich arbeite ja in den Gebieten nochmal auf ein neues Level gehoben, dass gewisse Sachen doch möglich sind. Und da ähm, fing dann die Reise an und dann hat er das sozusagen, habe ich gesagt, ja, das passt, weil bin zu 100% ich, ja. Vor allem so, das ist der Name deiner aktuellen Freundin und die hat 2 Kinder und die heißen so und so weiter. Da dachte ich mir so, wow, das weiß eigentlich niemand, ja. Und ja, dann hat er gesagt, okay, wenn du das bist, super, wir machen eine 10-minütige Pause und dann setzen wir uns hin und dann gehen wir dein Palmblatt durch. Ja, und dann fing die Magie erst so richtig an. Also ich habe 10 Minuten gebraucht, um das Ganze zu verdauen, dass auf diesem 7000 Jahre alten Dokument mein Leben dokumentiert ist, ja, und alles dokumentiert ist, ja. Und ich habe dann 13 Seiten Mitschrift gemacht hier, weil der ist dann die nächsten 2,5 Stunden noch dann mit mir das Palmblatt durchgegangen und hat mir dann alles erklärt über mein Leben, von meiner Geburt bis zu meinem Tod und das Ganze in 2 Jahresschritten. Und das war sehr verrückt, ja. Das war sehr, sehr verrückt. Und ich werde es mit dir einfach mal grob durchgehen. Einfach, dass du einen Einblick bekommst, wie so eine Palmblattlesung aussieht und was da bei mir auch rausgekommen ist, weil ich eben in der Öffentlichkeit stehe und weil es den einen oder anderen einfach ein bisschen interessiert, wie mein Leben ist. Ich werde ein paar private, persönliche Sachen nicht erwähnen, aber ein paar andere Sachen kann ich auf jeden Fall erzählen. Ja. In jedem Fall, was ich sehr, sehr spannend finde, sehr, sehr spannend und crazy finde, war eben, dass der dann angefangen hat, als erstes gesagt hat, bevor wir starten, übrigens, was wir dir empfehlen, Anfang nächstes Jahr sollst du ein spirituelles Buch auf den Markt bringen. Das wäre der optimalste Zeitpunkt dafür. Und ich dachte mir so, diese Inder, weil die Übersetzerin wusste auch nicht, wer ich bin, gar nichts. Die haben so dieses strikte, die dürfen nichts von dir wissen, weil sonst können die ja irgendwas erraten oder googeln oder so. Ne? Und das waren einfach 2 Inder, die mich nicht kannten. Ja. Und auch meinen Namen vorher nicht kannten. Und das war crazy. Ne? Also, sie haben gemeint, als erstes fing das Ganze an mit, mein Leben beruht auf 3 Sachen, von denen ich Energie bekomme, und zwar durch Wissen, das kann man hier bestätigen, ne? Wenn ich kreativ arbeite und wenn ich spirituell arbeite.
Und dachte ich mir so, ja, meine Arbeit mit Brave 3D, Musikproduktion, Kurse erstellen und so weiter, ist eine komplette kreative Arbeit, hat viel mit Wissen zu tun und ist spirituelle Natur. Also das passt zu 100%. Ja. Ich bin sehr hilfsbereit, habe viel Energie und habe außergewöhnliche Fähigkeiten. Ja, das kann ich bestätigen durch meine ganzen Astralreisen. Ja. Meine Berufung beruht auf Kommunikation, auf Dienen, ähm, heilende Kommunikation, spirituelle Kommunikation. Ich bin ein Inspirator, ein spiritueller Lehrer. Ähm, Bei mir geht es in meiner Lebensinkarnation um das Thema Frieden durch Worte, Einheit durch Worte, Wissen und Verbundenheit. Und wenn du meine Videos kennst, dann weißt du, das passt ziemlich gut irgendwie. Ne? Und dann gibt es noch die Krone, und das ist bei mir die Führungsqualität. Aktiv ist mein Kronenchakra und die Verbindung zum Göttlichen. Das Kronenchakra ist bei mir offen. Das war auch sehr interessant, weil es passt sehr gut zu dem, was ich tue. Wenn du mein Buch gelesen hast oder lesen wirst, dann wirst du genau wissen, was damit gemeint ist. Ja. Das nächste, was kam, sind die 3 Ebenen. Die erste Ebene meines Lebens ist ähm, das, das Thema in Bezug auf meine, ja, wie soll ich sagen, ja, meine Berufung. Ja. Und da ist hier Bildung, Wissen, Spiritualität und positive Energie. Ich bin auf dem richtigen Weg, haben die gemeint, und so weiter. Ja, meine Eltern, dann haben die mir erklärt, dass ich mit meinem Vater seit Ewigkeiten, also 20 Jahren, keinen Kontakt habe. Das stimmt ganz genau. Da fand ich auch lustig, weil das weiß ja niemand, dass ich mit meinem echten Vater 20 Jahre keinen Kontakt habe. Und die sagen so, kommen wir zu deinen Eltern, du hast mit deiner Mutter eine sehr gute Beziehung, mit deinem Vater hast du 20 Jahre keinen Kontakt. Und das wird so, wie es ausschaut, auch so bleiben. Ja, ja, das fand ich crazy. Ja. Dann dritter Punkt war eben meine Beziehung. Ja. Und dann haben die gemeint, dass mir noch eine Tochter fehlt. Ja. Und dass ich mich von meiner Ex-Frau getrennt habe und dass es da noch irgendwelche Sachen aufzulösen gibt. Das kann ich auch bestätigen. Ja, auf jeden Fall crazy. Ja. Ja, und dann kam eben dieser Punkt, wo die dann gesagt haben, okay, ähm, ja, was halt dann alles steht. Also zum Beispiel haben die gesagt, du bist jetzt ähm, ähm, im 40. Jahr, du heißt Marco, dein Vater heißt so, deine Mutter so, deine Ex-Frau so, deine Freundin so, du hast einen Sohn, du hast 2 Brüder, du hast eine Schwester, beide Eltern. Also ich zeige es dir einfach, da steht hier alles einfach drauf, ja, voll crazy bei dieser Mitschrift. Und du wurdest eben am 7. August 84 geboren, das war ein Dienstag und mit der Mutter hast du mit dem Vater hast du keinen Kontakt und so weiter. Und dann, ja, das war so diese grobe Einstimmung in Bezug auf die Palmblattlesung. Und dann hat er gesagt, und jetzt eine Frage, willst du diese krassen Sachen wissen? Oder willst du sie nicht wissen? Also sprich dein Todestag, wann werden deine Eltern sterben, wann wird vielleicht dein Kind sterben und so Sachen. Ich habe natürlich zu allem gesagt, ja bitte. Heißt nicht, dass du alles erfährst, aber ich habe sehr viele Sachen erfahren und ja, ich weiß gewisse Sachen jetzt mehr, als ich vorher nicht wusste. Ja. Und das ist eine Art Beruhigung, ja, wenn man sich damit konfrontiert, wann es vorbei ist. Ne? Dann denkt man sich so, wow, crazy. Oder wann deine Eltern sterben werden und so. Das ist schon crazy, das zu wissen, dieses Datum. Ja. Vor allem, wenn das so exakt genau ist. Und dann haben die auch natürlich gesagt, dass das alles nicht in Buch gemeißelt ist. Ja. Weil das, was die sagen, ist einfach die aktuelle Energie, die ich als Information bekomme. Was jetzt nicht bedeutet, dass alles genauso eintreffen wird, weil wenn ich es weiß, kann ich ja Sachen daran verändern. Und das Ziel dieser Palmblattlesung ist es, haben die mir erklärt, dass es nicht darum geht, dass ich jetzt nach dem lebe, sondern dass ich das maximale Potenzial aus meinem Leben ziehe. Ja. Und dann dachte ich mir so, ja, weil wenn die mir sagen, wann ich welche Krankheit bekomme und wie diese Krankheit zu verhindern ist oder wann was geschehen wird und wie ich das vermeiden kann, ja, dann werde ich gewisse Dinge umgehen und ein glücklicheres Leben führen. Und genau dafür gibt es die Palmblattlesung. Und ich habe es dann im Laufe des nächsten, was ich dir gleich vorlesen werde, dann gemerkt, was es wirklich bedeutet, zu wissen. Die haben zum Beispiel gesagt, ich habe eine sehr starke Darm-Magenkrankheit, ja,
die mir sehr große Probleme macht. Und wenn ich mich so ernähre, wie ich mich bisher ernähre, werde ich in ungefähr 10 Jahren sterben. Ja, also genau 52 und dann haben sie sogar das Datum genannt. Also das war crazy. Und die wussten das ja nicht. Das weiß ja niemand. Das weiß ja nicht mal du, dass ich eine schwere Magenkrankheit habe, die eben sehr, mit der ich sehr zu kämpfen habe seit vielen Jahren, weswegen ich mich primär auch vegetarisch und glutenfrei und so ernähre. Und die haben halt gemeint, ich muss mich eigentlich vegan ernähren und gewisse Sachen noch zu mir nehmen, die haben sogar den Namen dieser Krankheit, das war in so ein lateinisches Fachwort, genannt. Und die haben so, wie können die das wissen? Das weiß doch niemand, ja. Nicht mal meine Mutter weiß von dieser Krankheit, ja. Da dachte ich mir so, wow, crazy. Ja. Und dann haben die gemeint, wenn ich das umstelle, meine Ernährung, ähm, dann kann ich noch 10, vielleicht sogar 15 Jahre noch länger leben. Ja. Und das hat mir so dieses, okay, es ist doch ernster, als ich gedacht habe und ich muss daran arbeiten, ja, gegeben. Ja. Also dann haben die gesagt, also die haben mein Leben halt alle im Zwei-Jahrestakt, sind da durchgegangen bis zum heutigen Zeitpunkt und dann haben die mir eben erklärt, was genau passiert, dass ich gerade in einer positiven Zeit lebe, dass ich gerade ein Buch schreiben soll, ja, wo es um geführte Channelings geht mit der göttlichen Quelle, mit einer sehr hohen Qualität. Ich habe einzigartige Fähigkeiten. Ähm, Ich kann jetzt hier nicht alles entziffern, was ich alles geschrieben habe. Ähm, ähm, ich heile auf jeden Fall durch Wissen in der Öffentlichkeit, was sehr gut zu meiner Arbeit passt irgendwie. Ich habe eine hohe Lichtenergie mit spiritueller Führungsqualität. Bei mir geht es darum, das steht hier voll crazy, Wahrheit verbreiten. Und wenn du das Buch Das große Mysterium gelesen hast, dann geht es ja nur darum eigentlich, ähm, ich entwickle jeden Tag ein Wachstum. Ähm, ähm, Ich muss eben dann auf das steht dann hier, das ist das nächste, Verdauung, Magen, ich muss Käse und Gluten vermeiden. Ähm, Dann eben das, ähm, genau, dann haben die über meine Schwester erzählt, dann über meine Freundin, dann haben die erzählt über meine Mutter, meine ganzen Geschwister, was bei denen gerade so im Leben abgeht. Das fand ich ziemlich crazy. Und dann eben über die Partnerschaft, dann eben die Vision, welche Projekte warten, was ich tun soll. Ich werde jetzt nur das Wichtigste erzählen. Die haben mir dann geraten, ich soll YouTube-Content machen. Lustig. Dachte mir, lustig. Und dann haben die gemeint, ich sollte auch mal einen Kinofilm produzieren. Vielleicht, nachdem das Buch draußen ist. Ähm, genau, dann haben die gemeint, was ich sehr gut kann, ist göttliche Verbindung, Intuition, Channeling, Lichtarbeit. Und dann hier so Kanal zu etwas Höherem. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Ähm, genau. Und dann hier so, schau, Bücher darüber veröffentlichen. Es ist voll lustig, dass das einfach hier steht, ne? Voll lustig. Dann muss ich ein Auge auf Marcel werfen, auf meinen Sohn. Ähm, dann, genau, dann ging das Ganze los, was hat dann kam es zu meinem jetzigen Zeitpunkt und dann eben, was ich von jetzt bis zum immer in 2-Jahres-Schritten machen werde. Das werde ich jetzt nicht alles durchlesen, weil mein Leben soll ja auch ein bisschen Überraschungstüte auch für dich sein. Ne? In jedem Fall, was ich so grob rauslese und hier, genau, dann haben die am Schluss dann mein Leben in 3 Teile geteilt und gesagt, dein erster Teil deines Lebens ist das Thema Wissen. Genau, das steht dann hier so. Genau, das erste ist Wissen aneignen und Unternehmen aufbauen, was ist genau, was ich sozusagen in meiner ersten Lebensphase gemacht habe. Die zweite Lebensphase ist zu teilen, ja, was ich hiermit so auch tue. Ne? Und das dritte ist sozusagen Führerschaft, spiritueller Anführer oder spiritueller Lehrer, wie auch immer. Ne? Ähm, ja, das war so ganz grob das Ganze. Ja. Ähm, Ja, und dann sind dir noch ein paar Sachen eingegangen, was als Tipps, wie ich Sachen umgehen kann und als Tipps, worauf ich achten muss und vor allem in Bezug auf die Krankheit.
wenn ich noch länger leben will, was anscheinend viel, viel ernster ist und ich habe es auch mitbekommen, das ist schon ziemlich ernst, dass ich da ein bisschen was tue dagegen. Ja. Ja, das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr crazy. Und dieses Ereignis hat, oder diese Palmblattlesung hat mir einfach so ein bisschen die Augen geöffnet. Das ist für mich so wie eine Reflexion, wie so ein Spiegel. Also, wie wenn Gott vor dein Gesicht sich manifestiert in einen Spiegel und mit dir ganz klar redet und sagt, hey, du bist der. Und das geht in dein Leben vor. Da war kein einziger Fehler dabei. Also ich bin da, was das angeht, so mediale Geschichten sehr, sehr skeptisch. Ja. Sehr skeptisch. Und glaube nicht alles, was man mir so erzählt, aber wenn das halt so krass war, wo einfach alles durchleuchtet wird mit den Namen, mit den ganzen Sachen, was viele Sachen, die einfach Fakt sind in meinem Leben, die darauf eingegangen wurden, so selbstverständlich, weil die es einfach runtergelesen haben, haben mir einfach gezeigt, dass da auf jeden Fall was dran ist. Und das hat nicht jeder ein Palmblatt. Ja? Da muss man sozusagen anfragen und wenn du, ich glaube nur 2 Millionen Palmblätter gibt es für die Weltbevölkerung. Das fand ich halt sehr, sehr crazy. Und jetzt, ja, wollte ich dir einfach meine Erfahrung damit teilen, also dieses Selbstexperiment, was ist dann dabei rausgekommen. Und für mich kann ich sagen so, wow, da hat es mich wirklich von den Socken gehauen, was da rauskam. Ja. Und jetzt hätte ich eine Frage an dich. Und zwar, du fragst dich sicher, wo habe ich das Ganze gebucht? Ja. Das war bei My Palm Leaf. Verlinke ich dir auch unten drunter. Und weil ich einfach so begeistert bin von dieser Aktion, ja, was die mir geliefert haben. Ja. Und diese Spiegel vor der Nase gehalten haben, wie ernst mein Leben ist und worauf es wirklich ankommt und was ich tun soll, damit mein Leben besser wird. Ja ähm, möchte ich einfach so ein bisschen als Dank zurückgeben, diesen Geschäftsführer, der mir das Ganze geschenkt hat, wo ich mich ein bisschen mehr jetzt für das Thema Palmblätter interessiere. Und wenn du möchtest, schreib es mir in den Kommentaren rein, lade ich ihn zu mir ein und mache ein oder mehrere Interviews über das Thema Palmblatt und über seine Firma, weil er macht das Ganze online über Zoom, also einfach mit Termin und du hast den Zoom-Call mit den Indern und mit der Übersetzerin und fertig, das hat super geklappt. Wenn ich ihn interviewen soll, wenn genug Kommentare unten sind, dann lade ich ihn ein und dann kann ich einfach mehr dir drüber erzählen, beziehungsweise er dir mehr drüber erzählen. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr interessant und diese Selbsterfahrung hat mir einfach dann gezeigt, wow, da ist doch mehr dran, als ich geglaubt habe. Ja. Das wollte ich einfach mal in diesem Video loswerden und ähm, freue mich. Und falls du selber mal eine Palmblattlesung gehabt hast, schreib mir unten deine Erfahrung dazu. Würde mich sehr, sehr interessieren, was da rausgekommen ist. Wie gesagt, unten meinen ersten Kommentar in der Videobeschreibung verlinke ich dir diese Firma, wo ich das gebucht habe, wenn es dich interessiert. Und ich freue mich. Ich freue mich einfach, dass ich das, was ich erlebe, mit dir teilen darf. Dass es dir vielleicht hilft, dass es dich selbst in deinem Bewusstsein unterstützt und du vielleicht dadurch ein besserer Mensch wirst als vorher, ein bewussterer Mensch als vorher. Vielen Dank fürs Kommentieren, fürs Liken, fürs Zusehen und für das Teilen an deine Freunde. Und ich freue mich sehr, ich freue mich wirklich sehr, dich im nächsten Video wieder zu sehen. Also, bis dann. Tschüss.